zusammen, hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man solch einen Schweizer Dreikönigskuchen backt. Heute ist der 6. Januar. Üblicherweise kaufen sich die Leute am 6. Januar einen Dreikönigskuchen in den Supermärkten. Da gibt es dann eine Krone dazu. In einer dieser Stücken ist der König versteckt. Einer ist also heute den König. Dieser bekommt dann die Krone und darf zum Beispiel ein Nachtessen wünschen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie man solch einen Königskuchen backt. Das Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. So, als erstes die Zutaten vorbereiten, sodass wir gleich loslegen können. Salz, Mandeln, Zopfmehl, Zucker, Ei, Hefe, Butter, Milch, Sultaninen, Wiebeere auf Schweizerdeutsch, Hagelzucker und ich nehme immer noch Vanilleschoten mit rein. So, als erstes die Milch, ein Mixtopf. Jeder kann sein eigenes Haushaltsgerät nehmen dafür. Ich benutze jetzt diesen Topf, habe da eine Gehilfin. Als nächstes kommen 75 Gramm Butter hinzu. Ich schneide die immer in kleine Stückchen und kann die vorher schon eine Stunde bevor Beginn aus dem Kühlschrank nehmen, sodass sie schön weich ist. Als nächstes kommen 3/4 Würfel Hefe rein, sodass der Teig schön luftig wird und aufgeht. Jetzt machen. Okay. Tipptopp, super. Und als nächstes kommt Zopfmehl. Ich nehme immer Zopfmehl. Das ist einfach am besten, gell? Hilfst du mir? Zopfmehl machen? Ja? Okay. 500 Gramm davon. Oh. Fest klopfen, 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 klopfen. Jawohl. Und noch mehr. So, jetzt haben wir 500. Perfekt. Das ist aber viel. Das ist aber viel. Jetzt als nächstes kommen 3 Esslöffel Zucker. Jetzt brauchen wir noch einen Esslöffel. Holen wir doch noch schnell einen Esslöffel raus. So, 3 Esslöffel Zucker. So, das ist ein halber. Kannst du mal rein tun. Ein halber. Jawohl, das ziehen wir mal bei 1. Jawohl. Super machst du das. 2. Und dann große, ganz große. Jawohl. Ui, ja, perfekt. 3. Gut. Also, dann haben wir 3 Esslöffel Zucker. Und jetzt noch ganz wenig Salz. Das braucht es immer, dass der Zucker zu verstärken. Den Geschmack, dass es noch süßer wird. Kannst du mir ein bisschen helfen? 1 Teelöffel, das machen wir so. Muss man vielleicht noch die Packung aufmachen. Sag jetzt. Oh, das langt schon. Perfekt, das ist gut so. Dann nehmen wir noch ein bisschen von diesen Vanilleschoten. Magst du drehen? Ja, gut. Dann gibt es so einen leichten Vanillegeschmack. Vanille, ja gut, drehen. Ja sicher, machst du gut. Und genau. Super. Bin ich froh, dass ich dich habe. Bin ich froh, dass du mir helfen, gell? Wir zwei sind die Besten. Ja, das ist super, machst du das. Und der Dustin auch. Ja, der Dustin. Und Colin auch. Ja. Und Sulin auch. Ja. Und der Papi auch. Ja. Und ich auch. Ja, genau. Und ich auch. Gut, super. Das langt so. Jetzt kannst du den Deckel drauf machen. Heran. Und drauf. Genau. Das Ganze muss nach vorne gehen. So, und jetzt kannst du weiter drücken. Und dann können wir den Teig kneten. Wir müssen den nachher unbedingt von Hand kneten, gell? Unbedingt müssen wir diesen Teig von Hand kneten, dass er dann so richtig luftig wird. Das machen wir später. Zuerst machen wir mit der Maschine alles mal zusammen und danach wird dann der von Hand richtig gut geknetet.
den Deckel auf. Oh, Teig fertig. Jetzt müssen wir ihn noch richtig durchkneten. Eigentlich können jetzt noch 100 Gramm Sultanin rein, die man vorher eine Stunde einweicht. Da meine Kinder nicht so gerne Sultanin haben, lasse ich einfach diesen Teil weg. Mache es ohne Sultanin. So, machen wir ihn raus. Jetzt wird er noch richtig durchgeknetet. Die Hände gut waschen. So, jetzt ist wichtig, dass der Teig ganz gut durchgeknetet ist. Und man kann auch hier alle Aggressionen, die man hat, rauslassen. Und so richtig... Warte, darfst du noch ein Auge? Der muss so richtig geknetet werden. Man kann ihn auch schlagen. Das habe ich von meinem Stiefvater gelernt, dass dieser richtig geschlagen wird. Man kann hier alle Aggressionen, die man hat, rauslassen. Umso mehr man den schlägt, umso luftiger wird dieser nachher. Okay. So. Function. Machst du wieder? Okay. Gut. Jetzt durchkneten. Fest hauen auf den Tisch. Und kneten. Also wirklich, das Kneten ist ganz, ganz wichtig, sodass er nachher richtig luftig und gut wird. Lieber einmal zu lange kneten. Richtig 5 Minuten lang durchkneten. Anschließend machen wir ihn jetzt für 1,5 Stunden. Lassen wir den Teig ruhen, sodass er wächst. Bist du am Schnabulieren? Und dann machen wir weiter. Genau. Dann machen wir da rein. Nasses Tuch. Das Tüchlein nass machen. Nasses Tuch. So, ich mache das schön warm. Und dann machen wir das drüber zusammen. Hat man? So. Ich allein. Jetzt geht er schlafen. Ich allein. Du willst es drüber machen? So, gut. Und dann kann ich wieder schnuppern. Jetzt muss der 1,5 Stunden schlafen. So, 1,5 Stunden sind vorbei. Schauen wir rein. Der Teig muss ums Doppelte aufgegangen sein. Sieht gut aus. Zur Vorbereitung ein Backpapier auf ein Backblech legen und dann stellen wir schon einmal den Ofen auf 200 Grad und Ober-Unterhitze ein. Gut, als nächstes nehmen wir ein Viertel vom Teig für den inneren Bereich, machen eine schöne Kugel. Die wird in die Mitte gelegt. Anschließend, dieses Rezept wäre für 8 Portionen, 8 Kugeln ringsum. Wenn ein 6-Familienhaushalt sind, mache ich 6 Kugeln, so hat jeder ein Stück. So, als nächstes holen wir den Rest vom Teig raus und machen als erstes mal eine ganz lange Schlange. Das einmal auf die Seite. Und dann schneiden wir etwa 6 gleich große Stücke. Darf ich dann meine nehmen? Ja, hilfst du mir? Ja. Super. Also so ungefähr, dass wir wissen. Die sind da in der Mitte. Muss ich ungefähr 6 gleich große Stücke machen. Gut. Muss ich dann noch ein bisschen wegnehmen. Machst du mir eine Kugel? Ja. So, machst einfach eine Kugel. Am Schluss wird dann ein König in eine Kugel versteckt. Kann ich jetzt gleich machen. Nein, ich will machen. Willst du den König
reinmachen. Und der den König hat, der darf sich entweder was wünschen zum Nachtessen und ist einfach für einen Tag den König. Wir müssen nachher den gut verstecken, dass wir nicht wissen, in welchem Stück dieser ist. Jetzt machst du mal eine Kugel und steckst den König rein. Die legen wir dann hin, nicht ganz ans mittlere Stück ran, die wachsen dann nachher im Ofen zusammen. Gut, kannst du mal den König reinstecken. Ganz in die Mitte rein. Schau, der muss versteckt sein. Und jetzt nochmal eine Kugel machen, dass man ihn nicht sieht. Gut, machst du das. Jetzt kannst du den auch anlegen. Willst du noch mal eine machen? Super. Ja. So, und wenn man dann alles fertig hat, legt man die so ein bisschen mit Abstand hin. Dann bestreicht man die mit einem Eigelb und trennt das vom Eiweiß. Macht noch ein ganz kleiner Schuss Öl drin, dass es ein bisschen glänzt nachher. Und dann bestreicht man diese Kugeln. Einfach drauf lospinseln, dass sie nachher schön knusprig braun aussehen und glänzen. Irgendwo ist jetzt der König versteckt. Weißt du noch, wo der König versteckt ist? Ja, das ist gut so. Heute wird jemand von uns König werden. So, also man bestreicht die alle zusammen. Und jetzt, was nicht fehlen darf, ist Hagelzucker, genau. Das kannst du gleich ein bisschen auf die Hand nehmen und das darüber verteilen. Ich nehme noch Mandelblättchen. Gut, super. Noch mehr Hagelzucker auf allen verteilen, du. So, nehmen wir noch ein bisschen Hagelzucker. Gut. Magst du auch noch ein bisschen drauf tun? Ein bisschen. Auf Deutsch heißt ein bisschen. In der Schweiz gibt es ein bisschen oder ein bisschen oder ein bisschen. Je nachdem, wie viel es ist. Also ein bisschen oder überall verteilen. Und jetzt nochmals 15 Minuten ruhen lassen. So, nach 15 Minuten sieht es dann so aus. Schon schön aufgegangen und man sieht teilweise schon zusammengekommen. Und jetzt geht's ab in den Ofen. So, 25 Minuten, unterste Rille, rein damit. Stelle ich gleich 25 Minuten ein. Gut. So, kurz vor Schluss machen wir noch einen Klopftest. Der hört sich schon fast gut an. Wir geben ihm noch ein klein bisschen. So, das ist ja jetzt unser Schweizer Dreikönigskuchen. Falls ihr noch weitere Ideen habt, was ich backen könnte, lasst es mich wissen unten in den Kommentaren, vielleicht Schweizer Rezepte. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch testet. Ich bin schon gespannt, wer heute Abend von uns König wird. Gut, das war Backen mit Rachel. Dankeschön, tschüss zusammen, auf Wiedersehen.